Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal Kreuz Dame seid und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Ja, heute gibt es mal kein Unboxing. Nein, denn es ist wieder Zeit für das Monatsupdate. Und zwar zeige ich euch heute das Monatsupdate für den August. Ja, die Zeit ist wieder extrem schnell vergangen. Wir sind jetzt im September angelangt und das heißt ja Herbstzeit. Ich mag ja den Herbst auch sehr gerne und sticke auch sehr gerne herbstliche Motive. Aber bevor es soweit ist, zeige ich euch heute das Monatsupdate. Und ja, es gibt wieder einiges zu sehen. Ich habe wieder einige Fortschritte gemacht, die werde ich euch gleich zeigen. Und ja, wir fangen wieder mit Kreuzstickprojekten an und da wieder mit dem kleinsten Projekt bis zum größten und danach zeige ich euch noch meine Perlenstickprojekte. Und dann können wir ja auch schon loslegen. Wir starten mit dem ersten Projekt und zwar, das habe ich im Rahmen einer Kooperation erhalten. Habt ihr wahrscheinlich schon in vielen Videos gesehen. Es ist das Orange Gift. Ich habe das, wie gesagt, im Rahmen einer Kooperation und zwar von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Also es ist mein kleinstes Projekt, an dem ich gestickt habe. Ich komme jetzt mal näher. Ja, es ist noch kein Finish. Ich habe jetzt mal alle Kreuze gestickt, das heißt, äh, ich glaube, es waren nur volle Kreuze, was ich jetzt in Erinnerung habe. Und jetzt fehlen noch die Backstitches und es sollten auch noch French Knots dazukommen. Also man sieht hier die Punkte, die schwarzen Punkte etwas am Stoff, aber das werde ich nicht sticken. Also bei mir wird es keine French Knots geben. Ich werde jetzt nur noch die Backstitches machen. Ich komme noch mal näher. Ja, also da ist noch einiges zu tun. Ihr seht vielleicht hier am Rand, diesen Stich habe ich nicht gemacht, weil er einfach für mich nicht passend ist. Ja, ihr seht ja auf der rechten Seite das Vorschaubild eingeblendet, wie das mal aussehen sollte. Ja, ein niedliches kleines Projekt. Ich habe es gestickt auf 14 Count Aida. Das ist natürlich vorgedruckt und es ist 37 Stiche hoch und 32 Stiche breit. Und ja, ich habe es gestartet in diesem Monat und habe ein Fast-Finish geschafft. Ja, also ich denke, ich werde es euch wahrscheinlich im nächsten Monat als Finish präsentieren können, da ja jetzt nur mehr die Backstitches fehlen. Ja, niedlich, klein, aber fein. Mein Orange Gift. Ja, dann zeige ich euch das nächste Projekt. Es ist auch wieder ein kleines Projekt. Und auch diesmal wieder eine Kooperation mit der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Das kleine Schweinchen, das ist ja aus so einer Tierserie. Da gibt es, glaube ich, 8 verschiedene kleine Tiere zum Sticken. Also es heißt Little Animal Series. Ja, habe es im Rahmen einer Kooperation. Ich komme mal näher. Auch da habe ich alle Kreuze fertig. Also da waren auch halbe Kreuze, also unten dieser Boden waren halbe Kreuze und im Rahmen hier des Rüssels vom Schwein waren auch Viertelstiche zum Sticken. Aber der Rest ist alles volles Kreuz, also hier gibt es keine French Knots. Ja, es fehlen jetzt nur mehr die Backstitches und ja, ich habe es gestickt auf
auch auf 14 Count Aida, man sieht es ja auch hier. Es ist etwas größer als das vorige Bild und zwar 52 Stiche hoch und 50 Stiche breit und also das Bild hat 19 Farben und es war sogar eine Mischfarbe dabei, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, eine Mischfarbe. Und wie gesagt, 19 Farben. Also für dieses kleine Bild doch ordentlich. Weil, wenn ihr seht, also im Vergleich zur Hand, also es ist sehr, sehr klein, das Bild. Aber sehr niedlich. Ich habe ja auch einen Rahmen dazu bekommen, also der müsste dann passen zu diesem Bild. Wie ihr seht, ich habe hier auch immer eine Nadel drinnen, also das ist so typisch für mich. In jedem Kreuzstickbild gibt es auch noch eine Nadel dazu. Ja, ich habe es auch dieses Monat gestartet und es ist auch ein Fast-Finish, da ja nur mehr die Backstitches fehlen. Auch klein und fein. Finde ich total niedlich, das kleine Schweinchen. Bin schon gespannt, wie es dann mit den Backstitches aussehen wird. Ja, mein zweites Projekt vom August. So, ich muss nur immer in meinen Notizen blättern nebenbei, damit ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen kann. So, dann kommen wir zum nächsten Fast Finish. Das Seaview Girl, ihr seht ja auch hier das Vorherbild eingeblendet und das Vorschaubild. Also da war ja nicht mehr so viel zu sticken daran. Ich glaube, es war nur mehr dieser untere rechte Bereich zu sticken. Ja, das Seaview Girl habe ich damals gekauft bei Biggest Craft. Es ist von der Marke Joy Sunday. Es hat 41 Farben und ja, es wird 148 Stiche hoch und 109 Stiche breit und ich sticke es auf 16 Count. Aida, vorgedruckt natürlich wieder. Ich habe es im April dieses Jahres gestartet und eigentlich bis auf die Backstitches, und da kommen ja noch einige Backstitches, ihr seht das wahrscheinlich am Vorschaubild, ja, besonders im Bereich des Kleides, auch ein bisschen im Bereich des Wassers, ja, die Haare, ja, überall kommen eigentlich Backstitches rein. Also da habe ich noch ordentlich zu tun, aber vielleicht schaffe ich auch im nächsten Monat ein Finish. Ich komme jetzt mal näher, zeige euch das ein bisschen aus der Nähe. Also ich habe, wie gesagt, diesen unteren Bereich jetzt fertig gestickt. Alle Kreuze sind fertig. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr einfach zu sticken. Das Bild hat ja sehr viel Color Blocking, also ja, sehr einfach. Nur im Bereich hier der Haare gab es ein bisschen mehr Farbwechsel, ansonsten sehr viel Color Blocking. Ja, auch ein sehr schönes Motiv. Das ist ja aus einer Dreier-Serie. Da gibt es ja insgesamt 3 verschiedene Mädchen. Das ist das erste, das ich soweit fertig habe. Und ja, ich denke, nächsten Monat werdet ihr es wiedersehen, wenn es dann fertig ist. Auch hier wieder meine Nadel. Wie gesagt, typisch für mich. Ja. Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Ja, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, das Bild hat 41 Farben. Ja, aber trotzdem war es sehr einfach zu sticken. Also ich glaube, auch so ein Bild kann man auch für Anfänger empfehlen, da es wirklich leicht zu sticken ist mit diesem vielen Color Blocking. Ja, das Seaview Girl von der Marke Joy Sunday. Und so wie ich euch ja gerade mitgeteilt habe, gibt es ja 3 Mädchen
und dann habe ich auch gleich das nächste gestartet. Und hier ist es auch schon. Es heißt Sunflower Girl. Wie gesagt, ich habe es damals gleich, also alle 3 Mädchen gleichzeitig gekauft. Das war so eine Bündelpackung. Natürlich ist es dann auch von Biggest Craft und von der Marke Joy Sunday. Es wird ein bisschen größer, es wird 147 Stiche hoch und 125 Stiche breit. Also von der Höhe ist es ziemlich gleich, nur etwas breiter als das Seaview Girl. Es hat 47 Farben und ja, ich sticke es auch auf 16 Count AIDA und habe es jetzt im August gestartet. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich komme jetzt auch mal näher, habe ich hier das linke, also die linke obere Ecke geschafft. Das ist alles der Himmel, also alles Hintergrund. War bis jetzt auch sehr einfach zu sticken, viel Color Blocking, ja, von daher sehr einfach. Aber das Bild hat ja auch wieder viele Backstitches und ja, schauen wir mal, wie weit ich wieder komme. Ich zeige euch nochmal das zweite dazu, also mir gefallen die beiden ja extrem gut. Und wie gesagt, es gibt noch ein drittes dazu und das ist das Lavendel-Mädchen, also Lavender Girl genannt. Daran möchte ich auf jeden Fall im nächsten Monat auch sticken. Passt auch hervorragend jetzt für die Herbstzeit, wo ja die Erntezeit auch ist. Und ja, schönes Motiv. Das Sunflower Girl. Ja, dann sind wir auch schon beim nächsten Projekt angelangt. Das Projekt habt ihr ja jedes Monat gesehen, und zwar der Erdbeerzwerg. Der Erdbeerzwerg ist von der Marke Spring und habe ich auch gekauft bei Biggest Craft. Das Bild hat 58 Farben und auch 4 Mischfarben. Ja, auch Spring Brand verwendet Mischfarben, jetzt nicht so viele wie Painting Fairy Cross Stitch, aber wie gesagt, auch Mischfarben und ich denke 4 Mischfarben sind ja auch völlig ausreichend. Ja, das Bild wird 217 x 217 Stiche groß. Ich sticke es auch auf 14 Count AIDA, auch vorgedruckt. Ich wollte ja damals eigentlich 16 Count haben, aber das hat es zu dem Zeitpunkt leider nicht gegeben. Also es war gerade ausverkauft in 16 Count und so habe ich es in 14 Count genommen. Gestartet habe ich es im April dieses Jahres und habe jetzt das 5. Monat daran gestickt und ja, eigentlich jedes Monat. Ja, was ist dazugekommen? Und zwar habe ich jetzt diese Blume fertiggestellt. Also die kommt ja wirklich, wirklich toll raus. Also besonders in der Kamera sieht das ja noch viel besser aus. Und dann ein bisschen hier an dem Rosa und Rot gestickt. Und ja, das Blatt habe ich auch noch fertig gestickt. Also es ist jetzt nicht so viel dazu gekommen. Aber ja, Fortschritt ist Fortschritt und man kann diese Blume wirklich sehr schön erkennen. Mir gefällt dieses Motiv ja besonders gut, da diese dreidimensionale so gut rauskommt, dass man das wirklich so gut erkennen kann. Es sieht ja wirklich so aus, als wenn auf der Mütze eine Erdbeere liegen würde. Und ja, das finde ich besonders toll. Ja, auch Spring verwendet dieses ägyptische Baumwollgarn, genauso wie Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, das Motiv lässt sich auch recht einfach zu sticken. Wir haben zwar etliches an Farbwechsel drinnen,
aber insgesamt ist es nicht schwer zu sticken. Ja, also da möchte ich auf jeden Fall auch weiter sticken nächstes Monat, da mir das Motiv einfach sehr gut gefällt. Ist jetzt zwar nicht so passend für die Herbstzeit, aber ja, ein wunderschönes Motiv. Ich habe ja auch noch einen Herbstzwerg in meinem Stash. Den habe ich ja noch nicht gestartet. Vielleicht starte ich ihn jetzt im September, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja, das war der Erdbeerzwerg von der Marke Spring. Gut, das nächste Projekt, ja, da freue ich mich besonders darauf, es euch zeigen zu können. Und zwar der Otter, der Happy Sea Otter. Da habe ich ja doch einiges geschafft, und zwar sind dieses Mal 2000 Stiche dazugekommen. Ja, warum zeige ich euch das Projekt so gerne? Weil da habe ich nämlich mehrere Stitch Buddies, und das finde ich ja besonders toll. Unter anderem hat dieses Bild Vicky vom Kanal Vicky und auch Dani von dem Kanal Auf ins Daniland. Bei den beiden weiß ich oder denke ich mir, dass sie noch nicht gestartet haben. Aber dann gibt es auch noch einen dritten Stitch Buddy, und zwar ist das eine liebe Zuschauerin. Und ja, der Name, ja, da muss ich jetzt kurz pausieren, weil das habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Einen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Ich habe mir jetzt nur den Namen rausgesucht der lieben Zuschauerin, und zwar heißt sie auf YouTube Bea Kopp 7759, und die hat auch einiges geschafft an ihrem Otter, und das werde ich euch jetzt einblenden. Ja, wie ihr seht, hat sie oben am Hintergrund gestickt, also hauptsächlich am Hintergrund. Sie ist von oben, von links nach rechts rüber gewandert. Man sieht auch einen Teil des Auges ist schon gestickt, und auch ein Teil der Nase ist schon angefangen. Also ich freue mich besonders darüber, dass sie mir dieses Foto geschickt hat. Vielen Dank, Bea. Ja, tolle Fortschritte, und ich freue mich sehr, dass du mein Stitch Buddy bist. Gut, dann kommen wir wieder zurück zu meinem Fortschritt. Ja, wie gesagt, ich habe 2000 Stiche gemacht und habe jetzt diesen Block hier fertiggestellt. Ich glaube, ich hatte da so circa die Hälfte, soweit ich mich erinnern kann, von diesem Block. Ja, insgesamt sind circa 14,56% des Bildes fertig. Also hier unten endet es ja. Ich muss sagen, es ist für mich wirklich schwierig zu sticken. Also es ist unglaublich viel Konfetti im Otter. Also den Hintergrund finde ich noch recht einfach, aber der Otter, also es ist wirklich viel Konfetti. Und ich sticke ja immer in so 100er Kästchen, und meistens, also für so ein 100er Kästchen brauche ich wirklich sehr lange. Und dann höre ich auch meistens nach 100 Kreuzen schon auf und wechsle das Projekt, weil es einfach wirklich für mich sehr anstrengend zu sticken ist. Da ein einfach enormer Farbwechsel ist und wirklich so viele einzelne Stiche von einer Farbe. Ja, ich habe hier wieder die Fäden gebarkt, wie ich es ja meistens mache bei den Konfetti-Bildern. Habe hier auch ein bisschen versucht, das Ganze zu flechten, da sich ja das Garn sehr schnell verheddert.
von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, kurz noch zum Bild. Der Happy Sea Otter hat 96 Farben und hat von den 96 Farben 40 Mischfarben. Also das ist wirklich sehr viel. Und ja, ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten, und zwar von VIP Cross Stitch. Es ist die Marke Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, er wird 250 x 250 Stiche groß. Ich sticke ihn auf 14 Count. Und da muss ich sagen, da wirklich so viel Konfetti in dem Bild ist, bin ich wirklich froh, dass ich da 14 Count habe. Ja, ich habe ihn gestartet im Juni und habe jetzt die letzten 3 Monate daran gestickt. Ja, wie gesagt, es sind 2000 Stiche dazugekommen und jetzt freue ich mich wieder ein bisschen am Hintergrund hier oben zu sticken, da der Otter selbst wirklich sehr anstrengend ist zu sticken. Ja, meine Lieben, und meine lieben Stitch Buddies, Vicky und Dani, auf, greift zur Nadel. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch den Otter startet. Und an meinen anderen Stitch Buddy, Bea, da freue ich mich natürlich wieder, wenn du mir ein Foto zuschickst von deinem Fortschritt. Ja, das war der Happy Sea Otter. Das nächste Projekt, ja, wir wechseln jetzt von Painting Fairy Cross Stitch und kommen zu Waterbiss. Auch eine bekannte Dame, die ihr da seht, es ist die Aqua Lady. Da habe ich ja wirklich jedes Monat daran gestickt, und zwar schon seit Januar. Das heißt, ich habe jetzt 8 Monate daran gestickt und habe jetzt letztes Monat 2800 Stiche daran gemacht. Und die waren recht einfach, denn die sind jetzt hier dazugekommen, also viel dunkle Fläche. Und insgesamt bin ich jetzt bei 22,49%. Das heißt, ich nähere mich bald dem ersten Viertel, das ich geschafft habe. Also ich habe jetzt noch 2,03% geschafft. Und ja, die Aqua Lady habe ich bei der Firma Waterbiss gekauft. Ich sticke sie auf 16 Count AIDA und sie wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Ja, da habe ich schon einiges geschafft. Ja, hier diese Farbe da im Bereich des Gesichtes sieht für mich jetzt ja ein bisschen merkwürdig aus. Ja, wenn man dann mehr vom Gesicht sehen kann, wird sich dann herausstellen, ob das passend ist oder nicht. Jetzt sieht es merkwürdig aus. Also das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Die Haare kommen ja sehr gut raus, auch das Gesicht. Ja, auch hier das Dunkle sieht da ein bisschen merkwürdig aus auf der Stirn. Aber ich glaube, man muss das dann in der Gesamtheit sehen. Und ja, jetzt werde ich noch da unten weiter sticken und dann den nächsten Block, dann ist ja mehr vom Gesicht zu sehen, sticken hier. Ja, die Aqua Lady, wie gesagt, da habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, der Druck ist nicht so besonders, also da sticke ich wirklich sehr viel mit der Papieranleitung. Aqua Lady von der Firma Waterbiss. Und da wir gerade bei Waterbiss sind, zeige ich euch gleich auch mein nächstes Projekt. Auch das habt ihr schon mal gesehen. Und das ist das kleine Mädchen.
das ich im Rahmen einer Auktion ersteigert habe. Das ist genauso groß wie die Aqua Lady, auch 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Das Bild hat 50 Farben, auch die Aqua Lady hat 50 Farben. Und auch das sticke ich auf 16 Count Aida. Gestartet habe ich es im Juni dieses Jahres. Das heißt, ich habe jetzt das 3. Monat daran gestickt und dieses Monat sind 4300 Stiche dazugekommen. Also ihr seht ja im Vorschaubild, ich hatte ja nur diesen oberen Teil des Hintergrundes und es ist jetzt doch eine Menge dazugekommen, nämlich ein Teil des Blumenschmuckes, also den kann man gut erkennen schon. Und hier beginnen auch schon die Haare des kleinen Mädchens. Ja, wären wir dann bei den Augen, also bis dahin ist noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, ich habe 4300 Stiche geschafft. Insgesamt bin ich jetzt bei 4,92% des Projektes und es ist ein Zuwachs von 3,12%. Also da habe ich einiges geschafft. Bis jetzt auch recht einfach zu sticken. Der Hintergrund, ja, wechselt meistens zwischen zwei verschiedenen Farben, aber auch recht einfach zu sticken. Auch der Blumenschmuck war jetzt nicht so besonders. Ja, auch da gibt es noch einiges zu tun, aber auch ein wunderschönes Projekt. Ich freue mich darauf, weiter zu sticken an dem Projekt. Also ich denke, das werdet ihr auch nächstes Monat wieder sehen. Das kleine Mädchen von Waterbiss. Ja, das war's dann auch schon mit meinen Kreuzstickprojekten und ich habe noch Perlenstickprojekte zu zeigen und zwar was ganz Neues auf meinem Kanal, was ich bis jetzt noch nicht hatte, und zwar habe ich hier ein Perlenstickprojekt gekauft bei VIP Cross Stitch. Ihr seht schon das Vorschaubild eingeblendet. Die Vögel sind das, die da beim Zaun sitzen mit den Blumen. Und das habe ich dieses Monat gestartet und schon einiges an Perlen geschafft hier oben. Ich sticke es auch immer in 100er Kästchen und darum backe ich hier auch die Fäden. Ja, es wird 248 Perlen hoch und 177 Perlen breit. Das Bild hat 38 Farben und es ist auf 11 Count Aida, das heißt, es sind jetzt die kleinen Perlen. Die anderen sind ja auf 9 Count Aida zu sticken und das ist 11 Count Aida. Ich komme jetzt mal näher, damit man das auch besser sehen kann. Das glitzert so schön. Ja, das sind die kleinen Perlen. Es sind keine Glasperlen, es sind auch Kunststoffperlen, aber sie sind alle transparent. Das heißt, man stickt sie mit Kreuzstickgarn, weil das scheint ja auch durch. Besonders, also die blauen sind nicht so stark transparent, aber die weißen oder auch diese orangenen Perlen sind extrem transparent und darum verwendet man auch das bunte Stickgarn. Ja, das Stickgarn ist ein CXC-Garn, ja, wie eigentlich bei allen chinesischen Bildern verwendet wird oder sagen wir so bei den meisten verwendet wird. Ja, was habe ich geschafft? Und zwar sind das 5140 Perlen, die dazugekommen sind. Und das sind immerhin schon 11,7%.
Also da habe ich wirklich, wirklich viel Fortschritt. Man muss ja auch sagen, Perlen sticken sich schneller als jetzt die Kreuze, da es ja nur eigentlich ein halber Stich ist und dadurch geht das Ganze ja schneller. Ja, also es gibt trotzdem noch einiges zu tun. Hier oben war bis jetzt recht einfach zu sticken, weil nicht so viel Farbwechsel war, aber je weiter wir nach unten kommen, umso mehr Farbwechsel gibt es auch. Daran werde ich auf jeden Fall weiter sticken, denn mir macht das Perlensticken momentan sehr viel Spaß. Und auch wie es das Bild rauskommt, also einfach toll. Das werdet ihr nächstes Monat auch auf jeden Fall wiedersehen. Ja, und ein Perlenstickprojekt habe ich noch. Einen Moment. Und das habt ihr auch jedes Monat gesehen. Es ist der Tiger. Das habe ich unten gestartet, wie man sehen kann. Ich habe noch nicht ganz die Hälfte geschafft, aber ich bin kurz davor. Ja, der Tiger, den habe ich gestartet im Mai dieses Jahres. Habe auch jedes Monat daran gestickt. Er wird gestickt auf 9 Count Aida. Also das sind die großen Kunststoffperlen. Und dieses Mal habe ich 13 Reihen geschafft. Also das ist so in etwa 3, 4 Zentimeter, was dazugekommen sind. Ja, so in etwa. Aber ihr seht es ja auch auf dem Vorherbild. Ja, wie gesagt, das sind die großen Perlen. Ich zeige euch mal auch die aus der Nähe. Auch die gefallen mir sehr gut. Aber ich muss sagen, ja, bei diesen Perlen ist auch mir schon die Farbveränderung aufgefallen. Hier im Bild, finde ich, kann man das nicht erkennen, aber wenn ich, also in meinem Perlenbrett kann ich das schon sehen, dass sich die Perlen farblich verändert haben. Ja, ich finde, der Tiger kommt aber sehr gut raus und das sticke ich gern so nebenbei, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann sticke ich mal eine Reihe. Ja, geht ganz einfach mit den großen Perlen und macht auch Spaß. Also ich mag die großen Perlen genauso gern wie die kleinen Perlen. Ja, das war's dann ja auch schon. Das letzte Projekt, der Tiger. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Ja, fällt mir nichts mehr dazu ein. Ja, im September. Im September gibt es auf jeden Fall wieder Neuanstiche dann zu sehen. Da habe ich mir schon einige Projekte rausgesucht, die ich starten möchte. An manchen werde ich wieder weiter sticken, was ich euch ja vorhin schon erzählt habe. Und ja, es wird wieder Unboxings geben, nämlich von Painting Fairy Cross Stitch. Erwarte ich da noch ein Päckchen und auch ein Paket von Waterbiz sollte noch ankommen. Also nächstes Monat gibt es auch wieder einiges zu sehen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, dann wünsche ich euch schon jetzt einen schönen Herbst oder auch noch einen schönen Restsommer. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.